Das da muss ich noch auf stumm schalten. Okay. Geht jetzt das nicht? Erstmal mega fail. Das sehen alle mein Startmenü, das ist eigentlich nicht gewollt. Ah, Touch ID. Was ist denn jetzt los? So, ich muss jetzt mal schauen, ob es funktioniert. Scheinbar ja. So, ich hoffe jetzt, dass nichts passieren kann. Ja. Beten wir dafür. So. Also, sorry, ich musste den Livestream jetzt erstmal gerade pausieren. Ging nicht anders. Ich hoffe jetzt mal, dass es nicht mehr abkackt. Das ist echt nervig. So. Und damit auf jeden Fall herzlich willkommen zu Let's Play Trainz Simulator. Zu Trainz Simulator Live. Also, herzlich willkommen zum Samstags-Livestream am... Ja, heute ist ja der 17. Guten Abend an alle Zuschauer. Sollte ich eigentlich nicht anfangen, aber... Ja, jetzt nicht mehr alles. So, nach den kleinen Startschwierigkeiten haben wir es jetzt hier. Also, das ist der Trainz Simulator. Ein relativ anderer Zugsimulator, man kennt ihn so gar nicht. So, was machen wir heute? Wir machen ein bisschen Nebenstrecken. Hier dabei. Zunächst mal habe ich mir überlegt, eigentlich die Kohlenwagen nach Dannenburg. Dort müssen wir dann Wagen abholen. In den Hitze und ein paar Wagen abholen auch. Ich zeige euch die Orte nachher alle. Ich hoffe, man versteht mich. Ich habe vorhin ein bisschen die Einstellungen noch umgestellt. Jetzt steht die Feststellung. So, jetzt ist die Tür an. Wie kann ich es auch nicht hinschauen? So, also, auf jeden Fall würde ich sagen, die Führerstände sind nicht noch Vorbild. Die sind einfach so laut. Ich hoffe, dass der Stream jetzt online ist. Ich hoffe, das mal nicht. Ja, ist auf jeden Fall lang. Das war wieder unser Tablet. Also es war auf jeden Fall gerade relativ fail. Aber gut. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Wie machen wir das? Also das hier ist Westerland. Die Karte. Wir müssen uns als allererstes mal hier die Fahrstraße einstellen, dass wir rauskommen. Fahrstraße bedeutet so viel wie die Weichen stellen. Es ist wie Autofahren. Du musst die Ampeln alle auf grün schalten. Das sind die Signale. Ich habe schon mal Praktikum als Lokführer gemacht. Ich kenne mich in dem Bereich aus. Und wir müssen jetzt als allererstes mal die Fahrstraße schon mal einstellen, dass wir hier auf die OHI-Nebenstrecke kommen.
Das ist eben dann hier, die ist relativ lang, die geht bis hier runter. Ja, so ein ganzes Stück Arbeit werden. Jetzt muss ich noch die Weichen lesen, ob die hier alle richtig sind. Weil trotz, dass ich das im Editor nachgearbeitet habe, sind die manchmal falsch. Und nachher müssen wir den Güterzug, also den wir jetzt auf der Nebenstrecke zusammenstellen, der kommt nach Hamburg-Altona. Das ist recht einfach. Im Hitzel stimmt alles. Oh, es gewittert. Das ist schlecht. Ich habe ein bisschen Wettersimulation mit eingebaut noch in das Szenario, dass es nachher auch möglichst real ist. So, Dannenburg. Hier müssen wir dann hin. Jetzt muss ich mir noch schnell das Einfahrgleis aussuchen. Da stehen nämlich überall Waggons rum und das ist irgendwie schlecht. Unser Zug wird auf dem Gleis hier abgestellt. Und danach müssen wir sämtliche Wagen, die stehen, mitnehmen. Ja, wir sehen Signal ist auf grün. Wir müssen auf jeden Fall den Güterwagen, der hinter uns steht, auch noch. Das ist der hier. Das alles funktioniert. Ich versuche das Ganze ein bisschen realistisch zu halten, weil man fährt ja mit echten Zug auch nicht einfach los. Ich weiß nicht, wie ein richtiger Bremstest funktioniert. Ich habe mir da erst bei München Praktikum gemacht. Durfte das aber selber nicht machen. Wir durften höchstens hier an der Seite, ist dann immer so ein Knopf. Den musste man drücken und dann kann man nicht bremsen. Und das ist halt wichtig, weil wenn man nicht bremst und dann losfährt, dann weiß man nicht, ob die Bremsen eventuell funktionieren. Ja, sorry. Ich hasse Facecam. Okay, das ist jetzt egal. Es geht um den Screen. Bitte. Sonst ist die Facecam weg. Hat das Ding jetzt beeinflusst oder jetzt nicht? Ich hab vergessen, was im Internet zu schauen. Wenn man bei Google Call unter Minuten bleiben kann. Ich weiß das. Kann ich gar nicht haben, wenn der Chat anfängt, wenn ich zu besten. Also die Bremsen funktionieren. Vielleicht die halbiere. Ich schaue auch nicht in die Facecam rein, also wenn ich nicht reinschaue, dann meine Kamera ist nicht hier oben. Ich hoffe, der Akku hält das aus. Licht ist an, die Bremsen sind getestet. Öffentlichkeitshinweisen Fahrtrichtung vorwärts. Das heißt, wir müssen im Prinzip nur einmal Waggon. So, hier ist noch ein bisschen schlechte Performance. So, diese Waggons hier bringen wir jetzt nach Dannenburg. Führerstand. Geschwindigkeit
Anzeige. Wir bremsen nur mit der Lackbremse. So, jetzt sind wir verbunden. Es wird nachher gleich nicht mehr so easy, weil wir haben den Leben hoch ist und da sehen wir einfach nichts. Also ich habe mir gedacht, wir machen mal das Game hier, weil der Flugsimulator Filme hatten wir auch nicht mehr. Schon länger nicht. Mach ich mal vielleicht den nächsten Stream. Also ihr seht schon, ich habe die Landschaft klar gehalten und jetzt hauptsächlich in die Bahn gedreht und ich glaube, dass die Landschaft schön ist. Ist ja eigentlich auch nicht für andere Zwecke als privat. So, wir koppeln jetzt den einen Wagen hier an. Okay. Das war natürlich nicht das Ziel. Das hinkriegt. Es ist nämlich nicht immer einfach, den Zug aus 20 km pro Stunde runter zu bremsen. Einen Wagen geht noch. Ihr seht schon, das war jetzt relativ weit. Und die Wagen haben tollen Abstand bis zum Auto. So. Ah, Leute! Ich habe gerade in meinem WhatsApp-Status gepostet, dass jetzt keine Nachrichten mehr kommen sollen. Und mich das jetzt tierisch abfuckt, dass die Leute jetzt Fragen stellen. Warum streamst du? Keine Nachrichten, jetzt keine Nachrichten. Ah! Ja, die Leute verstehen es nicht. So, wir machen jetzt mal hier Ausfahrtfilme. Das geilere Spiel. Diese glatten Microsoft Trainz Simulator richten. So. Die ersten paar Kilometer geht es mit 50, 60 Stundenkilometer. Schneller darf ich da nicht, wegen den Kurven. Aber gleich sehen, was ich meine. Danach kommen da Bahnübergänge. Ganz wenig aus der Hitze. Und dafür kommt noch ein großer Kurvebahnhof. Dazu bei dem Bahnhof. So, das ist natürlich nicht realistisch, weil der Bahnhof Westerland hat keine abzweigende Nebenstrecke nach Hützen und Dannenburg. Die OHI-Strecke ist in Niedersachsen, glaube ich. Aus der Hannoverische Eisenbahngesellschaft, kann es sein. Und deswegen ist es grundsätzlich eigentlich nicht realistisch. Aber dennoch ist es halt einfach so. So, wir fahren langsam. Und die Ausfahrreiche dann relativ stumpf ist, sage ich mal, und scharf, deswegen muss man den Kanal machen. Später können wir richtig rasen, wenn wir den Güterzug dann fertig haben.
Allerdings wird das schwer, weil wir haben noch eine Lokomotive dabei. Und ich mache keinen halt den Rest umzuspannen. Das heißt, wir fahren dann hier auf den anderen Kreis wieder raus. Und müssen dann direkt nach Hamburg Altum. Wird auf jeden Fall eine coole Fahrt. So, das Signal hier ist rot, das liegt daran, dass da kein Signal installiert ist. Jetzt geht es auf die OHE-Strecke. Ab jetzt ist es überwiegend eingleisig. Können dann halt nicht schneller fahren. So, und dann regnet's. Das Problem an dem Spiel ist, es ist realistisch, aber halt doch ziemlich einfach. Ich wusste, dass da eventuell eine Weiche noch falsch gestellt ist. Es wird Radschlupf simuliert. Das bedeutet, egal was man macht, die Räder mögen Nässe nicht. Und rutschig und dann wird man nichts mehr. So, ich habe jetzt mal ein paar Fallstufen auf. Jetzt mal auf Höchstgeschwindigkeit. Da oben steht 145 Kilometer. Das liegt daran, dass ich ja auch keine Tafeln hingestellt habe, wie schnell man gefahren darf. Jetzt hat man tatsächlich ein Nase putzen. Ich hatte ein bisschen eine leichte Erkältung und deswegen ist die leise zu. Aber es reicht trotzdem, um wieder Schicht antreten zu können. Nein, Spaß, ich muss natürlich machen, was ich einhalte. Ne? So. Hier schon den Kurve hinfahren. Es ist ein bisschen langweilig auf Dauer hier zu fahren. Der Hauptteil ist dann das Rangieren, das wird lustig. Es ist mal was anderes. Es gibt diese berühmt-berüchtigten Eine-Zugsimulatoren. Bei unserem 2 zum Beispiel habe ich auch mal ein Video hochgeladen. Da fährt man einfach gegen die Zeit, also man hat einen Fahrplan. Hier in dem Spiel hat man keinen Fahrplan. Man hat auch alle Zeit der Welt. Natürlich realistisch, weil die Kurve halt nicht gerade die beste ist. Du sitzt teilweise in die Kurve vor der Hand ist. Und dann kann ich ja mal ein paar Abschnitte zeigen, was noch extrem ist. Hier zum Beispiel können wir uns gleich mal positionieren. Das ist so ein Abschnitt, der geht gar nicht. Das ist so schlecht. Das Horn ist übrigens auch nicht deutsch, das ist ein Ami-Horn von Ami-Zügen, aber da Trainz ein englisches Spiel ist, das ist halt nicht. So, ihr hört jetzt, die Räder pressen sich in die Kurven. Alter. Es kann auch vorkommen, wenn man zu schnell in die Kurve fährt, sieht man Funken. Das ist jetzt nicht in jedem Zugsimulator so, aber hier ist es komischerweise. Das ist mir neulich aufgefallen, als ich zu schnell Kurven gefahren bin. Da hat man einfach Funken gesehen. Das sind ganz kleine Millisekunden Funken, aber man sieht sie.
Das ist mir wichtig, der ist zwar gesichert, aber auf vielen Strecken wird auch oft am gesicherten Bahnübergängen nimmer sich einmal gepfiffen. Ich weiß nicht, welchen Sinn das ergibt. So, man hat schon das alles so angegriffen. Ja klar, das ist das. Auch die Schranken sind ein bisschen unrealistisch simuliert. Es gibt eine realistischere Version, allerdings nicht von Melder. Ich warte eigentlich nur drauf, dass man wirklich sowas wie Trainz 2018 wird es nie vorher gegeben. Das ist wie GTA 5. Das ist einfach nicht machbar. Das ist auch für die RAM-Prozessoren ist das Gift. Die Geräte würden sich überhitzen. So, in den Kurven, wir fahren hier mit 41 Stundenkilometern, ich schaue mal die Fahrstufe auf. Ein bisschen rein. Ja, hilft nichts. Ja. Wir könnten auch nur noch ein bisschen Personenwagen durch die Gegend kutschieren. Das ist allerdings langweilig. Ich mache hier was mit Güterwagen, das ist viel spannender. Weil man da auch viel mehr Arbeit hat. Oh, eine Mieterkatze. Ja, meine Katze ist auch da. Aber die sagt nichts. Und dann darf die da sein. Ja. Ein Großteil der Kurvenstrecke haben wir bereits geschafft. Stufen. Das ist okay. Das heißt, wenn der Zug aus der Kontrolle gerät, müsste ich wieder abspringen. Ja, aber das wird ein bisschen eng. Wir hören schon mal rausnehmen. In die Kurve rein. Das ist in echt auch so. Es gibt diese ekligen Geräusche, dieses nur weil die Radreifen innen ans Gleis drücken. Das ist ein Schleifen. Das kann aber gerade in Amerika kann so eine Strecken führen, bei den Güterzügen, die haben ja meistens eine Länge von ca. 2 Kilometern, aber das hilft. Die Züge werden zwar durch 5 Lokomotiven gesichert und meistens halt auch eine hinten dran, allerdings sind die Züge auch relativ schwer. So ein Güterzug, der hat schon mal 250 Wagen. Und diese Züge erreichen durchschnittlich die erreichen 60 bis 70 Meilen pro Stunde. Das ist nicht zu viel. So. Jetzt wird es dann noch gleich Nacht. Ich bin mal gespannt, wie sich das Fahrverhalten später auswirkt. Oh, Kacke. Oh. Ich habe eine ganz entscheidende Sache übersehen. Das heißt, ich habe die Leiche. Das machen wir jetzt als Bremse. Er bremst einfach Fahrtbedingungen. Um zu checken, ob die Bremse funktioniert. Das war eigentlich nicht geplant, dass das passiert. Das passiert mir immer wieder. Ich sollte irgendwann mal Leiche aufstellen. Geht leider nicht. Wenn ich jetzt leiser mache, dann habt ihr gar keinen Ton mehr. Oh, tatsächlich. Ah, nee. Ja, stimmt, ich habe die Lautstärke ein bisschen verstellt. Ist es besser? Ja, warte, ich bin in der Stufe. Ich hatte das Game eigentlich schon absichtlich anders eingestellt. Aber es kann passieren.
Jetzt kommen wir vorwärts weiter. Ich habe aus dem Zug jetzt eine Mega-Beschleunigung, wir haben es eilig. Wir haben 2 Stunden Zeit. Wenn man auf der Nebenstrecke natürlich vorsichtig sein sollte. Wird das immer. Also wir haben 11 Wagen. Hab gerade mitgezählt. Das ergibt einen vollbeladen. Das sind Leerzug. Dort aus werden die dann von einem anderen Zug, es gibt keine anderen Züge, aber wir tun einfach mal so, die werden von der dort ansässigen Rangierlok samt Personal werden die dann in Kohlebahnhof, da fahren wir auch gleich noch vorbei, überführt. So, ich denke, wir können jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Ja. So, ich habe den realistischen Himmel eingeschalten. Kann man alles im Editor machen. Die Map ist nicht random, die ist von mir selbst gebaut. So. Wir können jetzt hier gleich auf 80 Stundenkilometer gehen, weil die Streckenführung etwas gerader wird. Ich kenne die Strecke immer auswendig eigentlich. Deswegen weiß ich auch, wo ich aufpassen muss. Aber auf der Hauptstrecke gibt es halt hauptsächlich dann so Schwachstellen, wo man schon Angst hat zu entgleisen. Aber das wird nicht passieren. So, wir werden später auf jeden Fall noch eine andere Lokomotive brauchen. Wir halten nämlich am Personenbahnsteig. Und der Güterzug wird dann, das mache ich mit einer 218er. Der Güterzug wird dann aufs Abstellgleis in Hamburg-Altona, das werde ich euch auch noch zeigen. Der Bahnhof ist nämlich zweigleisig. Wir hatten einen dreigleisigen Güterbahnhof. Und da werde ich das eben alles abfertigen. Was dann. Ich weiß nicht, ob wir leer zurückfahren. Ich glaube, wir müssen dann ein paar Sachen mitnehmen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall mal mit 70. Ist angesehen. Also ein bisschen außen gespannt. Also ich hoffe, es läuft auf jeden Fall einigermaßen flüssig. Hier ist jetzt wieder ein Bahnübergang und hier kann man das beobachten, dass ich manchmal ein bisschen schummeln muss in dem Spiel. Nämlich die Kurve, das ist nicht hundertprozentig gerade. Deswegen kann es einfach passieren, dass es dann mal so ist. Ja. So, und jetzt fahren wir am Kohlebahnhof vorbei. Da müssen wir aber nichts mitnehmen. Wir wollen unsere Wagen zusammen. Und gut ist. Das sind weit ausgedehnte Anlagen. So, und die Weiche war ja dann auch immer falsch gestellt. Das habe ich auch geändert, weil so wie gerade eben, es kann passieren, dass man meine Weiche nicht sieht, aber es sollte natürlich nicht. So, unter uns ist hier ein Gleis. Und wir sitzen circa 3 Meter drüber. Manche Leute denken, man sitzt einfach direkt auf dem Gleis, aber das stimmt nicht. Und wenn man mal genauer hinschaut, wir sitzen eigentlich gar nicht auf unserem Fahrersitz, wir stehen dahinter. Also hier sollten wir eigentlich sitzen. Hier. Eigentlich sollte dieser Hebel hier zwischen den Beinen sein, sage ich mal. Das ist eine sehr unkomfortable Lok. Das ist auf Dauer, glaube ich, anstrengend, wenn man dann hergehen muss.
und hier so reingreifen muss. Das ist anstrengend. So, hier ist mein erster zweigleisiger Abstellbahnhof. Circa 500 Meter lang. Für den Fall, dass man noch einen Zug abstellen muss. Könnte vorkommen. Und jetzt geht es eben geradeaus dann weiter. Hier hinten ist dann gleich das nächste Hauptwerk. Ich habe es ja generell mit den Gleisen so gemacht, ich habe hinter den Gleisen ein Verlängerungsgleis angebaut, dass ich dann nicht jedes Mal eine zweite Lok noch brauche, um die Wagen wegzuziehen. Ich kann vorwärts fahren und ich kann den Zug so hinstellen, abkoppeln, vor zum Gleis, oder Weichen stellen und dann auf dem nächsten Gleis an den Wagen vorbeifahren. So, hier ist dann das Holzwerk. Da stehen auch schon Holzwagen. Und es gibt noch ein zweites Abstellgleis. Das kommt genau wie jetzt in Sicht. Das ist, glaube ich, länger. Das ist leere. Das leere Abstellgleis ist dazu da, um dort leere Holzwagen abzustellen und die vollen werden dann mitgenommen. Leere Holzwagen gibt es so leider nicht. Dann zeige ich euch nachher, welche man nehmen muss. So, wir fahren jetzt hier durch die Nacht. Das ist allerdings erst 22:05 Uhr. Das könnte also dauern. Ich darf mal kurz schauen. So, sehe ich jetzt nicht. Ja, das ist jetzt doof. So. 72 Stundenkilometer. Richtig komfortabel. Wir springen raus ins Sauwetter. Hier sind nochmal ein dreigleisiger Abstellbahnhof auf Basis von Kohlebahnhof. Ich springe gerade ein bisschen vor. Hier ist das zweite Werk. Der Zug ist hier noch nicht vorbei. Das soll ein Chemiewerk sein. Das soll ein Kesselwagen sein. Eigentlich sind sie ja Säuretopfwagen. Aber auch nicht in der Deutschen Bahn. Hier ist ein Bahnübergang. Und hier ist dann Hützel. So. Wir müssen nachher diese Flachwagen hier mitnehmen. Die sind dann vom Holztransport, aber die kommen nach Hamburg-Altona. Sollen dort beladen werden. Hier hat man die Möglichkeit auch noch ein paar Wagen abzustellen. Ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das hier falsch ist. Das muss ich auf jeden Fall noch mal fixen. Hier hätte man normalerweise die Möglichkeit, dann auch noch ein paar Wagen abzustellen. Warum ist das tiefer gelegt? Ich habe das doch alles... Ich habe nichts verändert. Und... Ja. Ihr seht schon, jetzt geht's aus. Kreuz mich durch die Pampa. Das ist halt Nebenbahn, ne? Müssen wir gerade was trinken. Schon meine dritte Flasche heute. So. Ab und zu mal Pfeifen. Jetzt können wir dann gleich mal testen, nach Hützel, ob man die Haartafeln sehen kann. Es kann nämlich manchmal vorkommen, dass man die Haartafeln nicht sieht. Ich habe welche aufgestellt, aber gerade bei 70 Stundenkilometer sollte es, glaube ich, relativ schwer sein, die zu erkennen. Ja, wir werden es ja sehen. So. Ich kann natürlich auch die KI fahren lassen, die jetzt aussteigen, aber die KI ist nicht hundertprozentig gesichert, weil einfach ich hier nichts ans Blinds gesetzt habe oder sowas. Das heißt, die KI fährt quasi und bleibt erst stehen, wenn das Gleis zu Ende ist. Die brettern dementsprechend auch an den Zielbahnhof dann durch. Und das machen die dann falsch. So. Ich muss nämlich unter Umständen
Hier ist dann der Bahnhof. Da war ein Bahnübergang. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Und jetzt kommen wir Nutze durch. Das ist ein Blockshop. Das mit dem Schuppen, da ärgert mich. Ich habe eigentlich geschaut, dass alles stimmt, aber irgendwie. Ich denke mal, wir nehmen nachher einfach die Wagen, die ich jetzt zusammenstelle, und hängen die dann hier an die Wagen einfach dran. Also wir fahren vorne quasi vorwärts durch. So. Ich habe ja auch Lampen aufgestellt. Eigentlich müsste ich noch ein Empfangsgebäude hinstellen. Hützen ist ein alter Bahnhof. Da haben wir mal tatsächlich auch Züge gehalten, aber mittlerweile ist es leider nicht mehr so. Ja. Also, wir sind jetzt gleich am Ziel angekommen. Wir müssen die Wagen dann abstellen. Dann fangen wir an, unseren Zug zu sortieren. Wir müssen alle Wagen mitnehmen, das heißt, wir müssen den Zug nicht auseinandernehmen, wir müssen ankoppeln und dann quer über das Gleisgelände fahren und die Wagen alle mitnehmen. So, jetzt kommt ein heikler Abschnitt, das muss man so bremsen. Das macht der Zug automatisch. Braucht keine Bremsen, das geht. Ja. Na, eine gute halbe Stunde braucht man schon für die gesamte Strecke. Ne? Also ich denke mal, wir fahren heute nur nach 100 und dann lasst es. So, 56 Stundenkilometer. So, und jetzt kommt, glaube ich, ein unbeschränkter Bahnübergang, beziehungsweise eine Fahrtafeln, Warntafeln, also Pfeiftafeln. Man sieht sie schon. Also das ist gut. So, Pfeifsignal. Immer wenn man an so einer Tafel vorbeikommt, muss man pfeifen. Das mache ich mit der Taste, die ihr sehen könnt, die aufleuchtet. Die Gegenrichtung habe ich dir auch aufgestellt. Sieht natürlich auch nicht wirklich nach Deutsch aus. Das sind halt eher so amerikanische Tafeln. Ja, so schauen die aus. So, jetzt fahren wir langsamer, weil jeden Moment die Weiche kommen kann, die Zufahrtsweiche. Ja, jetzt noch ist. Ja. Beschleunigen wir noch ein bisschen. Jetzt echt sehr, sehr lange hinzugehen. Ja, man merkt schon, dass wir ein paar Wagen hinten dran haben. Weil der Zug einfach nicht auf Stufe 1 direkt zieht.
So, da vorne ist die Reihe. Wir müssen jetzt ganz vorfahren. Hier habe ich eben auch ein Holzterminal hingemacht. Beziehungsweise kein Holzterminal, aber generell ein Terminal, wenn man die Möglichkeit hat, Güter zu verladen. Das Perspektive wechseln, sonst nicht mehr Hilfe. Das ist schlecht. So, also hier ist jetzt die Zufahrt zum Güterbahnhof. Wir sind hier in Dannenburg, der steht im Schild. Natürlich relativ schlecht, dass der Ortsstrom drin ist. So ist das der Ortsstrom, die ist frei. Also ihr seht schon, es wird jetzt eine längere Rangiererei, weil einfach überall auf den Gleisen Wagen stehen. Jetzt muss er 30 Kilometer pro Stunde drauf. Dann müssen wir aber schnell runter. Schön die Kamera in den Zug stellen. Jetzt ist es im Prinzip egal, wie wir das machen. Ja, ich hole mir gerade bis da hinten. Das Radler. Ich dürfen das gar keine Lokführer, ne? Aber der Radler hat jetzt nicht so viel. Ja, 2,5. Folge hat nur 5,0. So. Wir können eigentlich was im Zug geleistet machen. Ein anderer YouTuber macht das nicht offen. So, jetzt sehe ich gerade was. Wir müssen doch ein bisschen den Zug auseinandernehmen. Da sind nämlich Erzwagen und die gehören eigentlich gar nicht in den Zug rein. Da ist nämlich ein voller und ein leerer. Das heißt, wir müssen jetzt schon ein bisschen rangieren. Da die Wagen alle so ein bisschen blöd stehen, müssen wir den einfach jetzt mal in Angriff nehmen. Wir würden eigentlich noch Signale finden, aber alle lohnt sich nicht, weil wir können immer maximal einen Zug, maximal auch 2 sein. So, ich denke mal, Rückfahrt wird dann auf jeden Fall relativ flott zu Ende sein.
alle Wagen, die wir mitnehmen, kommen auf Gleis 1, also auf das Gleis neben uns, rechts neben uns. Und jetzt müssen wir erstmal die Netzwagen rangieren. Wir koppeln also die ersten 4 Wagen ab. Und sortieren die Wagen einfach aus. So zockelt nämlich währenddessen kreuz und quer über den Bahnhof. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Kann ich die schon abkoppeln? Nö, noch kein Zug dran. Das ist schlecht. Okay. Es ist einfach keine Rolle, den Zug abkoppeln kann. Jetzt kommt eine relativ spitze Weiche. Da muss man vorsichtig fahren. Und genau das meine ich. Um nicht 2 Lokomotiven zu brauchen, macht man das einfach so. Und das Gleis ist halt dafür vorgesehen, dass man relativ günstig hier rangieren kann. Das ist falsch gestellt noch. Das gehört natürlich für mich auch zum Rangieren. Dass man die Weichen noch manuell stellen muss. Wobei, warte mal. Dann alternativ natürlich. Scheiße. Okay, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt echt scheiße. Das ist scheiße. Was mache ich jetzt? Ich kann nicht einfach zurück und eine neue Lok holen. Es braucht über eine halbe Stunde, bis ich den Zug hierher gefahren habe. Kacke! Ich hab's gewusst, irgendwas wird schief laufen. Weißt du, ich habe die Weiche schön gestellt, ich habe alles vorprogrammiert, passt alles. Jetzt habe ich keine Lok. Das kotzt mich an. Ich glaube, wir fahren einfach die Hauptstrecke. Ein Dieseltriebwagen. Das fange ich jetzt gar nicht an, die Züge wieder bereitzustellen. Das ist ein Krampf. Was ist denn hier eigentlich? Jetzt brauche ich den Bahnhof Nibel. Kacke. Also jetzt verstehe ich die Weichen wieder. Wir machen das jetzt anders. Wir fahren die Hauptstrecke. Das kann so nicht angehen. Das kann doch so nicht angehen. Ich wollte eigentlich ein bisschen rangieren, aber ja, ist das so schön. Computer sagt nein. So. Das heißt, wir nehmen uns jetzt die 5 Teile ein. Dann damit einfach einmal die komplette Bahnstrecke.
wir vom Bahnhof. Jetzt soll es ja nicht durchgehen. Das heißt, wir fahren den Zug dann einfach vor. Lassen die Leute einsteigen. Hätten wir rein theoretisch hier. Oder wenn wir rein theoretisch. Das heißt, wir können jetzt den ganzen Tag nochmal machen. Beim Zug ist es wieder was anderes. Dank der Vierteile-Einheit fährt der relativ flott an. So. Dann machen wir es jetzt so, wir fahren jetzt Regionalexpress und halten aber nicht überall. Beziehungsweise bei der Hinfahrt schon, aber bei der Rückfahrt dann nicht. Warum funktioniert? Brauchen wir auf der zweigleisigen Hauptstrecke eigentlich nicht. Na gut. Lösen. Kann man mal schauen. Der Zaun hier ist nur dafür da, dass die Leute hier nicht einsteigen können. Und ab hier können die Leute einsteigen. Es ist sozusagen Gleis 3. Aushilfskreis. Behelfskreis, sagen wir mal eher. Und hier fahren die Züge, die in Niedung eben beginnen bzw. enden. Hier machen wir das angekündigt, dass die Weichen alle richtig gestellt sind. Das sind sie alle nicht. Warum ist der Wagen nicht richtig angestellt? Hätte wir nichts. Ich kann so sanft anfangen. Ach Leute. Wenn ich schon sag, lasst es, dann lasst es bitte. So. Wenn ich schon das Rangier sieht, dann kann ich nicht. Siehst du? Also, die Passagiere steigen jetzt ein. Ich begrüße ein bisschen auf der Straße. Das SH1Z fährt. Die Weiche ist richtig, die Weiche ist richtig. Signal grün, Weiche richtig, Weiche richtig. Noch grün. Gut. Also, es sollte grundsätzlich alles passen. Ich hab keinen Bock, dass wir jetzt anreisen können, deshalb. Der Gleisabschnitt wieder zweigleisig wird, das stimmt noch nicht ganz. Das ist noch nicht scheiße. Zweiraum. Jetzt bin ich wieder irgendwo. So. Also das ist für die Züge, die nur beginnen bzw. enden. Wir werden gleich sehen, wie schnell diese Einheit da beschleunigen kann. Um 11 Uhr Abfahrt, also hier im Spiel 11. Ja, das sind alles ab, ich habe noch 30%.
So. Ich bin so kurz gekommen. Ja, ich nicht sexy. Also, sehr schnell beschleunigen. Und das ist jetzt kein deutsches Wahlmaterial eigentlich. Sehen wir jetzt einmal, wie krass das Gleisverfeld eigentlich ist. Da drin steht ein Big Boy. Den gibt es ja künstliche Lockarten. Und der nächste halt ist hier ein Video. Kleine Haltebank. Hier muss man punktgenau anhalten. So, da ist der Bahnhof. Da geht ein bisschen drüber. Also, meine Bremskills. Naja. Ja, wobei geht sogar. Ja, mit einem Wagen wäre ein bisschen drüber gestanden. So, Middle Nord ist halt so ein kleiner Bahnhof. Es gibt ja auch Züge, die halten da gar nicht. Middle Nord gibt ja diese Direktverbindungen von Westerland nach Momente. Und die halten halt dann hier, aber die halten nicht am Hauptbahnhof. Das heißt, Fahrgäste, die hier nach Middle müssen, die müssen dann hier aussteigen und umsteigen. Und dementsprechend gibt es dann noch eine Busverbindungen. Man sieht ja natürlich nichts von Bussen, habe ich ja vorhin schon gesagt vorhin. Jetzt machen wir weiter. Alte Dieselfahrer. Ich glaube, jeder einzelne von den Triebwagen hat 200 PS. Eigentlich also ideal S-Bahn geeignet.
Man muss aber aufpassen, weil gerade bei rutschiger Schiene kann sehr schnell Radschlupf entstehen. Aber bei 5 Triebwagen, die ziehen ja alle gleichzeitig, dürfte das eigentlich kein Problem darstellen. Na, sieht aus. Das ist der Nachteil, wenn du Handys drüben. So, wir können eigentlich fast die ganze Zeit beschleunigen, weil es dauert dann doch sehr lange. Ja, ich glaube, der Zug kann auch gar nicht schneller fahren als 75, das ist Höchstgeschwindigkeit. Da sollte mal eine Katze sehen. Ja, da gibt's was zum Essen, das ist glaube ich gleich aufs Wort. Oh, Bahnhof. Ihr kennt Katzen, ne? Die springen gerne mal aufs Essen an. So, und jetzt zeige ich euch meine Bremsskills. Was ich bei der S-Bahn München gelernt habe. Bahnsteig Anfang 60. Controlling voll in die Eisen latschen. Ja, Bahnsteig Mitte 40. Ja, beim nächsten Laternenmast müssen wir dann stehen bleiben. Das ist sozusagen unsere Harthaare. Punkt genau. Ja, bei der S-Bahn im Praktikum durften wir einem echten Lokführer über die Finger schauen. Und da habe ich halt festgestellt, dass das eigentlich richtig Spaß machen kann. Und ich will ja tatsächlich später mal bei der Deutschen Bahn arbeiten. Ich muss dafür ein paar Zwischenziele setzen, aber irgendwann wird es. Das heißt, ich schaue jetzt, dass ich eine Ausbildung fertig mache zum Bäckereifachverkäufer. Und wenn ich das gemacht habe, dann geht's vielleicht nach der Ausbildung direkt weiter. Oder ich werde einfach noch ein paar Jahre als Bäckereifachverkäufer arbeiten. Weil ich meine, der Bäckereifachverkäufer macht schon auch Spaß. So. Ruckzuck geht's weiter. So, mein Praktikum hatte ich ja damals auf die 423. Für alle Bahnfans auf meinem Kanal. S-Bahn-Zug, sehr beliebt. Meiner Meinung nach eines der besten S-Bahn-Züge. Mein Talent, was es Beschleunigen angeht, ist auch S-Bahn geeignet, allerdings kann ich mir das in München nicht vorstellen. So, 80 Kilometer dürfen wir fahren. Da vorne kommt ein Bahnübergang. Dann geht's wieder zweigleisig. Dann kommt hier der nächste Halt. Also hier ist relativ kurz beschleunigen. Der Bahnsteig ist wieder nicht so lange, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall. Ich muss mich ein bisschen was hinsetzen. So, hier ist jetzt natürlich der 2000 Abschnitt. Müssen wir schon mal ein bisschen bremsen. So. Ich versuche natürlich, mich noch am Bremsen zu üben. Ja, wie man eigentlich sieht, klappt das schon recht gut. So.
Wahrscheinlich, vielleicht schaffen wir es auch gar nicht bis Hamburg. Siegold. So. Jetzt latsche ich voll in die Eisen. Wir sehen, kein passt der Zug eigentlich ganz gut in den Bahnsteig. Wir stellen uns jetzt mal als Zuschauer auf Platz 1. Da hinten sind schon die Block-Signale. In die Richtung auch. So. Sehr schön. Also es könnte eigentlich fast eine S-Bahn sein. Man kann natürlich auch S-Bahn-Betrieb simulieren auf der Strecke, obwohl eigentlich gar keine S-Bahn fährt, aber gut. Also wir fahren auf jeden Fall nachher von Westerland noch nach Hamburg-Altona, halt allerdings nicht überall. Sondern nur in Nibel, Elmshorn und Itzehoe. Das sind die einzigen Unterwegsbahnhöfe, die wir anfahren. Sonst dauert es einfach zu lange. Ich denke mal, so eine gute Stunde würde man schon brauchen. So, dann kommt der nächste Bahnhof. Wir sind. Junge, meine Katze spinnt wieder. Ist echt schlimm. So. Wie schön wir den Himmel stehen bleiben. Der Kerl ist so süß. Nur die Heizung ist immer sein Lieblingsplatz. Da ist der immer. Jedenfalls im Winter.
So, wir fahren jetzt nach Westerland. Das ist die Endstation. Ruhe. Und dann fahren wir quasi zurück. Gehen hier mal vollen Schub. In Westerland können wir schnell reinfahren. Wir müssen halt so stehen bleiben, dass wir das Signal noch sehen. So. Der Tacho stimmt nicht, der zeigt Meilen pro Stunde an. Wir fahren aber Deutschland technisch rum, also km/h. Deswegen ist gut, dass man hier die Anzeige hat. Ich kann es noch schon ansagen, sprechen und alles, aber ich mag das nicht. Ups. So, wir gehen jetzt an den Ding angekommen sind. Das reicht, dass wir dann wirklich unsere Ruhe haben und uns voll und ganz auf die Einfahrt, Ausfahrt so konzentrieren können. Ich hoffe, wir passieren jetzt nicht in dem Moment irgendwas, was ich gar nicht will. Hier in Hamburg die Signale, die Weichenstellung. Gibt sich da zu verstehen. Müsste aber passen. So, 75 Kilometer pro Stunde ist hier Höchstgeschwindigkeit. Leider nicht schnell, aber man kann. So. Theoretisch sollte er eigentlich wahrgenommen haben, dass es so ist. Hier geht die UHE-Strecke weg. Und da wären wir eigentlich auf die Hauptstrecke reingefahren und hätten dann in Husum Gleiswechsel gemacht. Ging aber nicht so gut und das Einfahrsignal zeigt jetzt halt erwarten, davon ja der Grellburg ist. Da ist das Bahnbetriebswerk mit Loks. Bin ich jetzt so drauf gekommen, oder? Aus. Richtungswende auf 0. Bremsen fester uns. So, wir stehen gerade richtig. Genau. Sonst sehen wir noch nicht, wo wir hinfahren. So, und wir haben jetzt mal kurz 5 Minuten Aufenthalt. Ich mache direkt Bremsprobe. In Echtzeit wenn es auf dem Tablet 21:20 Uhr anzeigt, geht's weiter. Auf 16%. Und das leider dran. Jetzt geht es nicht gut.
Noch lösen. Sehr gut. Warten, wie ist das schon weg ist. Bremse festziehen. Schauen, ob sich was tut. Nochmals kontrollieren, ob die Bremsen angezogen sind. Dann sind wir auch schon wieder abfahrbereit. Okay. 2 Minuten noch. Signal zeigt schon grün. Also, das kommt ein bisschen zu. Wenn es geboten ist, wenn das Bahnbetrieb sind. Drehscheibe funktioniert alles. Und man kann die Drehscheibe bewegen. Wir haben hier das Gleisvorfeld von Westerland. Das ist nicht ganz so groß gehalten. Ja, das meine ich schon, weil ich auch ganz teilgetreu und Sylt dazu gepackt habe. Release-Lab. Man kann es ungefähr lesen, wenn Radschnupf ist, dann leuchtet auch dementsprechend das Symbol, also das Licht. Fällt mir jetzt irgendwie nicht ganz so. Was hat so? Okay. Zurückbleiben. So, Ausfahrt ist mit maximal 30 Stundenkilometer, da wir noch Gleis wechseln müssen. Laut Signal hätten wir HP2, aber es zeigt trotzdem HP1. Deutsche Signale gibt es leider nicht. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Zug der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Hamburg-Altona über Nibel, Hauptbahnhof, Elmshorn und Itzehoe-Holstein. Im Namen der Deutschen Bahn wünschen wir Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Fahrplan des Gehalt ist Nibel auf Gleis 1. So, wir ignorieren jetzt mal die Weicheneinstellung. Ab dem Hauptsignal da vorne darf ich auf volle Geschwindigkeit beschleunigen. Nicht genau jetzt. Ich mache jetzt auch Ansagen.
Und es gibt jetzt nur 3 unterwegs, halt die ich eben gerade angesagt hatte. Über 45 Stundenkilometer durften wir fahren. Trotzdem sind eigentlich nur 140 erlaubt. Minimal 120. Draußen wird Gewitter. So, an der Weiche würde man eben, wenn man von der OHI-Strecke kommt, dann aufs rechte Gleis wechseln. Hier durch Husum. So sieht das eben aus Fahrgastsicht aus. Fahrkartenautomaten, ein paar Schilder, Stationsnamen. Ich habe ja Itzehoe und so habe ich ja noch. Die Strecke ging ja anfangs nur von Westerland bis Nibel. Dann habe ich sie von Nibel nochmal bis Elmshorn ausgebaut. Dann habe ich mal gesagt, Elmshorn ist immer noch nicht Schluss. Und jetzt geht die Strecke noch über Itzehoe. St. Michaelis-Dom kommt noch. Elmshorn Süd. Die alte Punkte erläutere ich ja alle, wenn wir vorbeifahren. Nächster Haltepunkt ist in Bredstadt. Aber auch hier halten wir nicht. Die 2 Bahnhöfe haben Besonderheiten. Hamburg Süd liegt in der Kurve. Ausstieg ist rechts. Und in Hamburg, in Elmshorn Süd habe ich es eben so ausgebaut, dass der Bahnsteig in der Mitte ist, ein Mittelbahnsteig. Sogar mit diesen Haltepunkten. Vorne ist Bredstadt. Dann wird es eingleisig. So, der Bahnsteig in Bredstadt reicht geradeaus, um den Zug mit 4 Wagen aufzunehmen. Fernzüge halten hier natürlich nicht. Unter Fernzug kann man verstehen, Eurocities, Intercities, Intercity Express. Fahre ich mit Dieseltriebwagen, das sind wir nachher auch noch. So, da vorne wird es einbremsen. Wir haben freie Fahrt. Dann durchfahren wir Langsburg. Wir könnten rein theoretisch schwanzige Halbter, der Wahlspruch ist dann genug.
Ja, 2 Stunden werden wir heute wahrscheinlich definitiv wieder haben. Da vorne kommt ein Übung. Schön. So. Während wir hier durch die Gegend zockeln, mal kurz ein paar Infos. Mein GTA 3 Trailer ist draußen. Ab 3. März geht's los. Wie es auch tatsächlich in der Kanalinfo drin steht. Und wir können uns auf jeden Fall freuen. Also ich habe schon runtergeladen, ich werde morgen anfangen vor aufzunehmen, weil ich dann nicht zu Hause bin, wenn das erste Video online ist. Und ja. Ich brauche Ruhe. Nächste Station. Nibel. Fahrgäste Richtung Danke, bitte in den Zug der NEG umsteigen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. So, da geht die NEG-Strecke weg. Auch ein Anschlusskreis. Jetzt randaliert meine Mama im Hintergrund wieder, obwohl ich eigentlich angekündigt hatte, dass es rot ist. Tut mir leid. Wir müssen jetzt ein bisschen abrupt kämpfen. Da drüben steht der Zug der NEG. Vielleicht kommt da mal noch ein separates Video. So, da steht auch Nebel. Gibt sonst irgendwas Neues? Ich habe gesehen, ihr habt mein Battle of Warships Video total gefeiert. Ich muss sagen, ich mag dieses neue Update. Richtig gerne. Eines der schönsten. Richtig gut hinbekommen. Von weiter.
Ich war jetzt auch komplett im Führerstand. Um mal darzustellen, wie so das Gesicht eines Zugführers aussehen würde. So, und man sieht schon, ich habe mich relativ bemüht, dass die Gleise auch gut liegen. Jetzt kommt ein Doppelkreuzungsweichen. Einzige Möglichkeit, um Gleis zu wechseln. Und wir fahren jetzt weiter. Und jetzt der nächste Haltepunkt, den ich fahre, das ist dann in Kaltum. Kaltum ist... Also ich weiß die realistische Folge der Stationen nicht. Deswegen habe ich die Bahnhöfe einfach realistisch benannt. Also Kaltum, Husum und Klangsburg gibt es tatsächlich. Bredstedt auch. St. Michaelisdorf gibt es auch. Hochdambrücke. Für Abonnenten, die vielleicht aus der Gegend kommen. Ja, mal ganz wichtig. Wie ist das eigentlich mit der Marschbahn? Welche eingleisigen Abschnitte gibt es da? Weil meines Wissens nach ist der Hindenburg dann eingleisig und ein Stück zwischen Husum und Westerland. Aber ich weiß es nicht genau. So, auf jeden Fall, wir dürfen jetzt mal wieder Vollgas fahren hier. Jetzt sind wir auch schon wieder richtig hart dabei. Ja. Morgen wird auf jeden Fall noch eine Folge Dream League Soccer rauskommen. Da habe ich nämlich auch noch nichts rausgebracht, glaube ich. Und wenn ihr wollt, dass mein Papa mal gegen mich zockt online, dann lasst mal einen Daumen hoch da, dann machen wir das nämlich mal. Das kann total cool werden. Also mein Vater spielt tatsächlich Junior Elite Liga. Und es ist halt richtig hart. Also es ist nicht hart, aber ich glaube, er kann das gut. Er macht da nämlich wackere Mannschaften in der 7-0 fertig oder so. Und ich spiele halt immer noch erste Liga, um ein bisschen Geld zu sammeln. Und das ist kontraproduktiv, aber geht halt nicht anders. Junge, so ein Sauberter. Das Ladekabel, mit dem ich mein Handy auflade, das ist irgendwie nicht so geeignet. Das packt unser Tablet, aber das geht auch nicht. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf GTA 3 freuen. Wird cool. Aber ich entschuldige mich immer vorab, als wird ein paar Lags geben, weil ich weiß nicht warum. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Ich glaube, die Grafik ist zu hoch. Ignoriert diese Lags einfach. Ich gebe mir trotzdem Mühe, dass das Let's Play gut wird. Das kann passieren. Und ich wollte den Trailer ursprünglich anders gestalten, aber da das Outro nicht funktioniert hat, also das ist dann immer abgestürzt, mein Aufnahmeprogramm, beim Bearbeiten. Deswegen habe ich dann einfach ein abruptes Ende gemacht und einfach hingeschrieben, GTA 3 drücken jetzt. Hier langgezogene Kurve. Und wir fahren jetzt dann durch den Bahnhof Kaltum. Auch ein zweigleisiger kleiner Haltepunkt, ungefähr wie Bredstedt von der Bahnsteiglinie her. Ein 4-Wagen-Zug kommt da rein. Aber auch für IC-Halte, ICE-Halte und so weiter ist dieser Bahnhof nicht vorgesehen. Nicht mal in Husum oder Klangsburg sollen eigentlich die ICE-Züge halten, also eher Intercity-Züge.
Aber eben die großen Bahnhöfe, Elmshorn und Nibel sind und da seht ihr halt auch, wenn die Bahnsteige in Nibel vielleicht nicht lang genug sind, Fahrgäste werden aber per Durchsage meistens dann aufgefordert, sich ganz vorne in den Zug zu begeben, weil die Lok eben vor dem Signal zum Halten kommen muss. So, wir sind hinten die Lampen, also jetzt fahren wir den Bahnhof. Bis Elmshorn sind es jetzt vielleicht noch 2-3 Kilometer. Wenn ihr mal wollt, dass ich ein Tutorial mache, wie man eine Welt baut, dann mache ich das mal. Also ich kenne mich selber mit dem Übungen nicht aus. Und wir sehen hier passt locker 4 Wagen, ist ihr Maximum. Sogar im Bahnhof in St. Michaelisdonn ist es eigentlich so, dass sie 4 Wagen zu reinpasst, allerdings muss die Lok dafür nicht im Bahnsteig stehen. So. Der Himmel klärt etwas auf. Psst, bitte. Die Blocksignale werden jetzt auch immer dichter. Das habe ich so gemacht, weil am Anfang die Signaltechnik irgendwie nicht wollte. Da waren die Signale dann immer auf Rot. Obwohl eigentlich die Weichen richtig gestellt waren. Deswegen habe ich mich schon nicht getraut, das Gleisvorfeld was zu gestalten. Und habe da deswegen eine Wendeschleife eingebaut, was eigentlich doof war. Weil die Züge dann hätten vorwärts in den Bahnhof reinfahren und Gleis 1 durchfahren müssen. Was eh egal gewesen wäre, weil die Züge so oder so auf Gleis 1 halten. Jetzt habe ich Gott sei Dank hinbekommen, dass... oh Mann, Siegold! Ja, egal, ich kümmere mich jetzt nicht drin. Dann nehmen wir mit. Endlich wieder Ruhe. So, wir passieren jetzt dann gleich Elmshorn. Muss ich mir eine Durchsage machen. Und mal ein bisschen Schub wegnehmen. Nächste Station. Elmshorn. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Und das ist eben das mit den Verbindungsweichen, die waren hier vorher nicht. Das heißt, man hatte, wenn man aus Westerland kam, nur Gleis 1 zum Halten. Da mir das aber ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, habe ich einfach beschlossen, dass ich noch ein zweites Gleis brauche. Ja. Also. Und das ist dann mein Intercity Express. Der da drüben. Und hier steht, da vorne steht so ein Regionalexpress, eine Filialeinheit. Und die passen eben alle Bahnhöfe rein. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, in Intercity, den man am Anfang gesehen hat, oder auch vorhin in Westerland. Diese Züge passen halt, gerade hier in Elmshorn ist es wichtig. Und das Gleis hier direkt neben uns, links, da kann man Güterwagen abstellen oder auch einen Zug.
sagen wir, ich ende jetzt in einem Song, dann kann ich den aus dem Nebengleis abstellen. Was aber nicht so ist. So, wir fahren ab. Nächster Halt ist Itzehoe. So. Ich habe das mit Gleisvorfeld hier relativ gut gelöst bekommen. Ich habe so eine Y-Weiche gebaut. Das ist eine relativ unkomplizierte Gestaltung. Und jetzt kommt eben diese Wendeschleife. Und wir fahren jetzt rechts weg auf die Strecke Richtung Hamburg-Altona. Würde ich jetzt geradeaus weiterfahren, komme ich weiter auf die Wendeschleife und dann wieder zurück in den Bahnhof Elmshorn. Achtung, jetzt kommt eine schlechte Stelle. Hier habe ich ein Signal aufgestellt, ich weiß nicht, warum das da steht. Ich glaube einfach, dass ein Gleis übergangen ist. Ja gut, wir sind jetzt schon etwas mehr als 15 Minuten unterwegs. Halbe Stunde braucht man, denke ich mal. Und mit über 45 Minuten oder Stunde. Also ich habe das mit Absicht so gemacht, dass das nicht wie bei den Standardstrecken ist, dass man im Kreis fährt, sondern ich will schon, dass die Gleise irgendwann enden und man dann umdrehen muss und alles. Dann nerven mich. So, hier ist jetzt dann Elmshorn Süd. Einer von 2 Ausstiegen mit Fahrtrichtung links. Junge, Ruhe jetzt. Und hier habe ich mehrere Schilder aufgestellt. Wenn mir eins mehr auf den Waffen gegeist ist, dann ist es einfach die Situation, dass meine Eltern dann nicht immer nerven. Mit Livestreams, das brauche ich nicht. So, da ist ein Bahnübergang. Bei den Bahnübergängen ist es immer wichtig, dass ihr die Gleise richtig verbindet. Ja, weil sonst gibt es dann nur Gleise. Und ihr müsst unter Umständen schauen, dass ihr nichts falsch macht. Das zeige ich nicht, aber alles. So, ich kann die Gleise natürlich nicht so verlegen, wie sie in echt liegen. Ich führe einfach ein bisschen Slalom. Aber das merkt man nicht großartig. Weil nichts passieren kann. Das ist einfach so. Schäfer der Kreisbogen. Hinter der Kurve ist dann auch schon Itzehoe. Also ich habe das auch so gemacht und Itzehoe ist ein Abstellgleis. Wenn ich noch überlege, ob ich ab Itzehoe eine Elektrifizierung machen soll. Was eigentlich Quatsch ist, weil es keine E-Loks gibt in dem Spiel. Wäre aber realistisch.
Ich kann kein Lokwechsel simulieren, es gibt keine Loks. In den 2 Stationen ist das Schmarrn. Elmson ist auch elektrifiziert eigentlich. Aber nie doch nicht. Und dann mit so hohes Lokwechsel. Die Oberleitung würde dann vielleicht etwas vorm Gleisfeld beginnen, sich einfädeln und dann in Hamburg-Altona enden, wenn die Gleise zu Ende sind. Also ich finde es schade, dass es mit dem Güterverkehr nicht geklappt hat. Machen wir auf jeden Fall mal nochmal einen Stream, wo wir das dann machen. Ich habe vergessen, die Richtungswender umzustellen und deswegen ist die Lok dann entgleist. Das fand ich jetzt nicht gut. Ich kriege Kommentare, ich habe keinen Zuschauer. Das ist sehr schön. Hallo. Ah, jetzt hat sich die Zahl umgeblättert. Komisch. So, ich muss jetzt Ausschau halten wegen den Weichen, dass wir auch rechtzeitig bremsen, weil der Bahnsteig in Itzehoe ist jetzt auch nicht der längste. Wobei Itzehoe eigentlich auch ein Intercity halt ist. Da fangen die Lampen an. Nächste Station. Itzehoe, Holstein. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. Und dann die Signale hier orange. Ah ja. Stimmt, in den Ausfahrsignalen ist es. Wundere ich mich immer wieder. So, jetzt muss ich bremsen. Das war auch eine abrupte Schnellbremsung. Also eigentlich nicht die Fall. Itzehoe ist hier der einzige Bahnhof, wo ich so ein Vorbild verwendet habe. Eigentlich niederländische Staatsbahn, aber ich habe mir gedacht, wir bauen da einfach mal ein paar Schildchen hin, schreiben Itzehoe drauf und 5 Gleise. Stream. Ja, mein Stream geht auch nicht mehr lange, also wir sind jetzt in Itzehoe, ich habe noch eine Station, dann ist der Stream eigentlich beendet. Das heißt, du bist gerade quasi in Itzehoe zugestiegen. An Gleis 3, bitte nicht mehr einsteigen, zurückbleiben. Also wenn wir durchsagen, könnten Leute sein. Ich werde natürlich noch ein paar Leute auf die Bahnsteige setzen. Ich werde dann schon noch ein paar Häuser drumherum bauen, aber eigentlich ist mir die Linienführung viel wichtiger. So. Ich habe einen Fahrgast im Zug. Einen einzigen Fahrgast. Und der ist erst an der letzten Station zugestiegen. Du hast nichts verpasst. Wir haben nur an 3 Stationen gehalten. Ich war jetzt zur letzten in Hamburg-Altona. Mit meinem frischen Dieseltriebwagen. Zeige ich dir dann nachher. Also bleib auf jeden Fall dran. Ich wechsle nämlich während der Fahrt nicht die Kamera. Wir verlassen jetzt das Gleisvorfeld. Und ich zeige euch jetzt mal gerade noch das Abstellgleis, das ich vorhin gemeint habe.
Hier ist ein kleiner Schlenker in den Schienen. Das war auch nicht geplant, aber ist beim Bau leider so gewesen. Hier zieht die Weiche rüber und dann ist hier eben ein kleines Abstellgleis für Loks. Ich weiß, Tim hat es ein bisschen verfolgt. Ja, ich hab's gesehen. Prost. Das ist Radar mit Schalacke, das ist komisch. Demnächst mache ich mal Zugbier-Livestream. Da fahren wir dann den ganzen Tag, fahren wir die ganze Zeit hin und her. 2,5 Stunden lang und ich trinke nebenbei Radler oder Bierchen. Wir fahren jetzt gleich durch St. Michael bis dann. Und das ist eben dann der Bahnhof. Alkoholiker, ja, nee, sicher nicht. Ich habe noch nicht ein richtiges Bier getrunken. Okay? Noch nicht ein richtiges. Ich bin clean. Wie findest du eigentlich meine Stationsansage, die ich gerade gemacht habe vorhin? Ich fand sie fresh. Ich kann die Stimme voll gut. Wir werden schon über 76 Kilometer pro Stunde. Das ist, eigentlich sollte das Ding hier locker 120 schaffen. Das ist eine 5-fach-Traktion. Wie sie da fressen. Ich könnte auch noch Pizza-Baguettes in den Ofen werfen. Oder Wurstgulasch machen. Haben wir noch ganz viel übrig. Mein Vater kann gut kochen. Ich kann träumen. So, hier schnurstracks gerade. Das heißt, rein theoretisch könnten wir hier mit dem ICE, also mit unserem Dieseltriebwagen, mit unserem englischen Intercity, ich sage ICE dazu, weil ich soll so ICE sein, hier können wir Vollgas gehen und jetzt ist 18 Uhr. In-game habe ich jetzt ca. 2 Tage gebraucht von Westerland nach Hamburg. Ich gehe mal Achtungskurve aus, nicht dass die Leute dazu mal am Bahnsteig stehen. Wir durchfahren jetzt St. Michael bis dann. Auch hier passen nur ca. 4 Wagen rein und dahinter ist ein Bahnübergang. Und jetzt durchfahren wir quasi nur noch Hamburg Süd und dann sind wir in Hamburg Altona. Ich kann mir kurz den Führerschein ein bisschen zeigen. Beifahrer oder Praktikanten sind hier dann rechts. Eigentlich müsste ich da sitzen. Aber da ist ein australischer oder amerikanischer Hybridwagen, ist es die Steuerseite halt einfach links. Eigentlich müsste ich mittig sitzen, also das Führerpult müsste hier sein. So. Hauptsächlich allzeit grün, das ist sehr schön. Kann ja auch nichts vor uns sein, fährt ja nichts anderes. Ich bin der Einzige. Im Umkreis von ca. 60 Kilometern. Mich würde mal interessieren, wie lange die Strecke tatsächlich ist. Man kann es nicht messen, weil irgendwie da gibt es kein Lineal. Also schon Lineal, aber ich verlege kein Lineal die ganze Strecke.
Ich schätze mal 30 Kilometer haben wir locker. Halbe Stunde sind wir jetzt unterwegs. So fahren wir dann gleich Hamburg Süd. Rettungsleitstelle vom Helikopter 117. Ich suchte das so. Helikopter 117, wer kennt's nicht? Schöne Serie. Schöne DK 117. Ich liebe diesen Video. So, hier ist Hamburg Süd und das ist jetzt die zweite Besonderheit an Bahnhöfen. Der Bahnsteig liegt in der Kurve. Ich habe noch eine Strecke. Zeige ich euch heute aber nicht mehr. Und da habe ich das auch so gemacht. Das war mal eine neue Idee, weil ich habe die Bahnsteige immer gerade liegen und das ist Quatsch. So, wir haben ja auf jeden Fall wieder 2 Stunden. Ich muss jetzt mal ein bisschen runterbremsen. Und jetzt passieren wir gleich das Gleisvorfall und das ist ein bisschen anders. Wir können aber nicht zurückartig bremsen, weil sonst gibt es Beschwerden bei den Fahrgästen. Die maulen immer gleich, wenn man zu scharf bremst. Die Erfahrung habe ich bei der S-Bahn gemacht. Was prima. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten unseren Zielbahnhof. Unsere Zugfahrt endet dort. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio Schleswig-Holstein. Auf Wiedersehen. So. Ich muss eigentlich auf 40 runter beschleunigen. 2 Stunden. So, hier kommen die Weichen, über die man eben auf Gleis wechseln kann, aber wir fahren auf Gleis 1 ein. Auch hier ist Ausstieg links. Signal zeigt halt erwarten, ist logisch. Nächste Station, Hamburg-Altona. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Reise mit DB Regio Schleswig-Holstein. Auf Wiedersehen. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. So, und jetzt fahren wir ganz hinter. Und hier passt auch auf jeden Fall ein Intercity hin. 11 Wagen lang. Inklusive Doppelvorspann. Jetzt zeige ich euch gerade mal noch schnell den Rangierbahnhof, sobald wir hier gehalten haben. Wir müssen ganz hinterfahren, weil hinten sozusagen das Ende ist und da müssen die Leute dann eben zu den Parkplätzen. Deswegen ist es eine Frechheit, dass wir dann ganz vorne anhalten. Bei der S-Bahn habe ich gelernt, man sollte immer so halten, dass es für die Leute am komfortabelsten ist. Wenn du eine dreiteilige S-Bahn hast, also 3 S-Bahnen hintereinander gekoppelt, dann musst du natürlich schon Bahnsteigmitte anhalten. Also so anhalten, dass die Treppe halt möglichst gut erreichbar ist. Dann bleiben wir mal halten. So. Jetzt können wir den Zug abrüsten. Licht aus. Fahrtrichtungswende auf 0. Bremsen anziehen. Dann zeige ich mal gerade noch das Fahrzeug, mit dem wir jetzt gefahren sind. Das ist eben das schicke Teil hier. 5er Traktion. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier ist der Güterbahnhof. Normal ist ein Industriegleis.
Und das ist die Rangierung. Das sind die Baureihe 218. TEE-Lackierung. Sehr schön. So, hier stehen so längere Züge. Ich glaube, der hat irgendwas mit 100 Wagen oder so. Der auf dem ganz linken Gleis. Das ist ein Freightliner. Containerzug. Davon stehen auf der Nebenstrecke auch ein paar Wagen. Den Zug kann man zum Beispiel relativ gut in Dannenburg absetzen, weil die Gleise einfach lang genug sind. Notfalls trennt man ihn einfach. Und den Zug hier, den muss man trennen, weil der ist viel zu lang. Der braucht 2 Gleise. Ja. Ja, auf jeden Fall, das denke ich mal, soll es für heute auch gewesen sein mit dem Stream. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alle, die das im Nachhinein anschauen, für die gilt wie immer, schreibt in die Kommentare, was gut war, was ich hätte besser machen können. Ich bedanke mich für euch beim Zuschauen, bei euch fürs Zuschauen. Ich kann nicht mehr reden. Warte, wie viel es ist? 22:03 natürlich. Ich kann nicht mehr reden, weil es schon nach 10 ist. Der nächste Livestream vielleicht in 4 Wochen. Vielleicht auch nicht. Ihr habt da Praktikum, das werden wir dann sehen. Ja. Auf jeden Fall, morgen kommen noch ein paar Videos. Also bis dahin, haut rein. Ciao.